Xin Ciao und herzlich willkommen auf dem PLW Review Kanal. Mein Name ist Sig Major und wir sind mal wieder auf der Spray and Pray. Unser guter Freund Maxim hat hier heute eine Vietcong-Darstellung vorbereitet. Zeitraum ungefähr 1967. Bitte seht bei ihm davon ab, dass er kein echter Vietnamese ist. Danke für den Disclaimer. Nein, der Vietcong war keine reguläre Armee, sondern eher eine Partisanengruppierung. Sie bildete sich grundsätzlich aus dem Viet Minh. Das war eine gleichwertige Bewegung gegen Frankreich im Indochina-Krieg. Seine Ausrüstung: als Kopfbedeckung trägt er einen Olivenboni. Als Kleidung Jacke und Hose in einfachem schwarzen Baumwollstoff, sehr dünn. Das war die einfache Tageskleidung der vietnamesischen Landbevölkerung. Man mag es kaum glauben, aber tatsächlich die schwarze Farbe ist nicht der größte Nachteil in der Sonne, aber der Stoff ist wenigstens dünn. Um den Hals trägt er einen Tarnumhang aus einem amerikanischen Fallschirm genäht. Das ist eigentlich Seide, die nachweislich die Vietcong massiv aufgesammelt haben, um sich daraus Tarnmaterialien zu nähen. Darunter trägt er eine klassische vietnamesische Halsbedeckung, einen Schal hier in weiß-rot. Um den Körper gewickelt als Regenschutz trägt er einen sowjetischen Plaschpalatka. Das ist eine Zeltbahn, die kann man sich unheimlich gut herumwerfen, vorne zumachen und dann hat man noch eine Kapuze dazu. Dazu im Brustbereich trägt er einen Chicom. Das ist ein Chestwig, ursprünglich ausgelegt für AK-Magazintaschen. Die gibt es auch als Variante für SKS. Hier in diesem Fall Stangenmagazine für die Hauptbewaffnung. Zu der kommen wir aber gleich. Wie bereits in der Darstellung der Mac V-Soc, ein originaler vietnamesischer Gürtel. Hier dazu 2 Magazintaschen zur Pepesha 41, auch original aus sowjetischer Produktion. Umgehängt eine einfache Wasserflasche aus Aluminium. Auch im Dschungel wird man mal durstig. Als Hauptbewaffnung sehen wir hier eine aus sowjetischer Produktion stammende Pepesha 41. Das ist eine Maschinenpistole mit Masseverschluss, sehr einfach gebaut, sehr schwer und eine unheimlich hohe Feuerrate. Als Schuhe sehen wir hier einfache französische Stiefel. Man hat genommen, was man bekam. Man hat den Vietcong auch gerne primär sogar mit Sandalen herumlaufen sehen. Das mag jetzt alles recht kurz gewirkt haben, aber man darf nicht vergessen, im Grunde war der Vietcong eine bewaffnete Bauernarmee. Daher relativ einfach, man nahm in die Hände, was man kriegte und nutzte das, was auch teilweise vom Himmel fiel. Falls euch das gefallen hat, lasst ein Like da, kommentiert das Video, wenn ihr was Nettes zu sagen habt und folgt unserem Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!